Moin und herzlich willkommen zu einem spektakulären Wunderland-Update. Wir haben so viele coole Themen. Wir werden euch heute zeigen, wie wir einen ganzen Berg mit schwerem Gerät wieder abgerissen haben, weil er uns nicht gefallen hat. Wir werden euch zeigen, wie man Schnee macht. Wir bauen Patagonien zusammen und ihr bekommt noch 2, 3 andere wichtige News. Vorweg, aber ganz wichtig, frohes neues Jahr aus dem Wunderland. Wir hoffen, dass ihr gut reingekommen seid. Wir wünschen euch für 2023 nur das Beste, dass es ja nicht so kompliziert wird wie das letzte Jahr, dass wir am Ende 2023 hier stehen und sagen, das war ein gutes Jahr. Eine Sache habe ich noch. Jedes Mal, wenn ich bei einem Dreh diesen Pulli anhabe, haben wir in den Kommentaren ganz viele Fragen stehen. Was ist das für ein Pulli? Ganz einfach, den habe ich vor einem Jahr von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil ich Franzbrötchen so sehr liebe. Ist ein Unikat, gibt es also nur einmal. Aber da ihr so oft gefragt habt, überlegen wir jetzt, ob wir ein paar davon drucken lassen. Daher mal die Frage, interessiert euch dieser Pulli tatsächlich so sehr, dass ihr ihn kaufen wollt? Wenn ja, welche Farbe soll er sein und was darf er kosten? Das bitte mal in die Kommentare schreiben. Jetzt starten wir aber mit diesem tollen Wunderland-Update und als erstes zeigen wir euch, wie wir Patagonien zusammengebaut haben. Seit Wochen schon warten wir, dass wir die Module, die hier stehen, dann im eigentlichen Raum aufbauen. Wir müssen mit einer Ecke anfangen, müssen das eine Modul sauber aufbauen, in den richtigen Abständen zu den Wänden, in der richtigen Höhe, um dann die anderen Module ranzusetzen. Ja, das Problem ist, dass das Element hier einfach ein bisschen zu groß ist und wir haben hier überall diese Träger oder Sprinklerrohre runterhängen und ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen überlegen, wie wir das überhaupt vor die Tür kriegen und dann müssen wir jetzt mal schauen, ob es überhaupt in die Tür reinpasst. Ja, jetzt werden wir gucken, dass wir es so leicht kippen und dann hoffen, dass das so diagonal hier irgendwie durchgezogen werden kann. War jetzt schwerer als gedacht. Und die schwierige Höhe, die kleine Ecke da oben, die hat uns schon beim Kranen ein Problem bereitet, weil wir das ganze Modul dann in der Höhe kippen mussten, um durch die Tür zu kommen. Und jetzt hier war es genau das Gleiche. Ne? Ja, ich mache auf Wunsch eines einzelnen Herren, male ich hier nochmal die Rückwand an. Es macht auch Sinn, man weiß nie, ob irgendwie mal eine Kameraflug hier gefilmt wird oder sowas und man dann hinter die Anlage gucken kann, dann soll es halt auch ein bisschen schön sein da. Man muss sich vorstellen, wir haben uns jetzt in Europa ausgetobt, schöne Städte gebaut, als letztes Rio de Janeiro gebaut. Wir wollten mal Landschaft, wir wollten mal Weite zeigen. Und wer schon mal in Patagonien war, dieses Glück hatte, diese Weite zu erleben, diesen Horizont zu sehen und ja, auch diese Abwechslung zwischen ganz karg und dann wieder grün zu erleben, der weiß genau, auf was wir uns hier freuen und was uns hier wichtig war. Und ich kann mir vorstellen, wenn Besucher von da kommen, sie gehen an Rio vorbei, dass sie erstmal denken, oh, das ist vielleicht nicht ganz so interessant, weil es halt sehr karg aussieht. Aber dann einzutauchen in diese Steppenlandschaft, diese alte historischen Züge zu sehen, diese alten, ja fast verlorenen Dörfer, wo tatsächlich aber noch Menschen leben, zu entdecken, dann wird es was ganz Besonderes. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Bin allerdings auch gespannt, ob die Verweildauer an dieser Anlagenkante hier genauso lange sein wird wie in Rio de Janeiro. Ich war vor über 20 Jahren mal in Patagonien auf meinem Weg in die Antarktis. Das heißt, dieser Abschnitt, weil hier kommt ja auch die Antarktis noch hin, dieser Abschnitt ist für mich tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit, weil ich alles erlebt habe, weil ich es in meinem Herzen gespeichert habe als was ganz Besonderes. Antarktis, ich dachte vorher, Mensch, 2 Wochen Antarktis, 2 Wochen Schnee gucken, 2 Wochen Eis gucken, das kann ja langweilig werden. Aber es war unfassbar. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und auch dieses runterzufahren nach Ushuaia, von dort dann auf dem Schiff rüber über die Drake-Passage, die genau hier sein wird später, das ist ein Erlebnis pur. Und das ist eine Landschaft, man denkt, Mensch, das ist ja Steppe und da ist es ein bisschen grün, dann Torres del Paine, dieser wunderschöne Nationalpark. Dann kommt man um die Ecke und sieht plötzlich Eisberge, weil dann nämlich ein Gletscher in einem Wasser mündet und dann brechen die Eisberge ab und dann schwimmen die da rum. Mitten in einem Park. Das kannst du mit Worten kaum beschreiben und das ist auch wahnsinnig schwer nachzubauen. Das muss man eigentlich erlebt haben.
Das ist für mich immer wieder ein Phänomen, dass das einigermaßen gut klappt. Ihr müsst euch das vorstellen, wir bauen das ja mit Familie Martinez drüben in Pilar, also am anderen Ende der Welt. Und da sitzen wir da mit einer ganz anderen Wärme, mit einer ganz anderen Luftfeuchtigkeit, bauen das Ganze zusammen. Dann müssen wir es in viele kleine Teile schnibbeln. Es kommt in Container und wird 7 Wochen auf dem Schiff hierher transportiert mit ganz anderen Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten. Und dann ist es ganz normal, dass auch mal was kaputt geht. Und deswegen sind Peter und Jorge wieder hierher gekommen und haben sich vor allem die Gleise mal vorgenommen. Was funktioniert nicht. Und das seht ihr jetzt im Video. So 2 weeks ago, the model finally arrived in Hamburg, all the way down from Argentina, 12,000 kilometers away. And quickly, Wolfgang saw some stuff going on in the track and some things that had to be improved, and we wanted to see for ourselves, and we decided to come here so we could help them assemble and, of course, correct some things going on with the track. This is a very special track that we are using is HOE. That's a 9mm gauge track. It's narrow gauge in compared to the usual one, which is 17 millimeters. Also, it was a little bit more difficult to work with these interfaces regarding Patagonia in comparison to Rio. With Corona, it was not so easy to come here or for them to come to our shop in Pilar, in Buenos Aires. Always nice to come back here and get in touch with the guys and work together, and it's more like a family because it's not only about the work, it's about getting together, we have a laugh, and of course there is also the work factor in the middle, but it's really nice to get this chance to really reconnect. And when we come here, and we came here so many times, and they went over there to Argentina so many times, and we have this familiar feeling, and the workflow is always great, and we actually feel like Wunderland, yes. Ja, da geht mir das Herz auf, wenn die Familie Martinez schon sagt, dass sie auch Wunderlandians sind. So fühlen wir uns auch genauso. Das ist so zusammengewachsen, dieses Team. Und sie haben sich so viel Mühe gegeben. Ich bin mal gespannt, ob H0E im Dauerbetrieb funktioniert. Da werden wir in ein paar Jahren schlauer sein. Ich stehe hier aber an einer ganz besonderen Ecke von Patagonien. Torres del Paine mit diesen markanten Bergspitzen. Die hat vielleicht schon mal jemand von euch live bestenfalls gesehen oder auch im Fernsehen. Die leuchten dann beim Sonnenuntergang ganz toll. Und als die hier ankamen, waren wir nicht glücklich. Die haben ehrlich gesagt Felix und Lennart in Pilar selbst gebaut, haben damals schon so überlegt, Mensch, sieht das so richtig gut aus, wir warten mal ab, bis die in Hamburg ankommen. Und dann stand das hier, es war aufgebaut, wir standen davor und haben gesagt, nee, es muss noch mal ran. Und deswegen wurde das hier alles neu gebaut, mit schwerem Gerät zerstört. Aber das schaut ihr am besten selbst. Ich stehe hier gerade vor dem Cuernos del Paine. Das ist einer der ikonischen Berge, die im Torres del Paine Nationalpark stehen. Bei dem hier ist ganz typisch, dass er aus verschiedenen Gesteinsschichten besteht. Und zwar hat er unten Granitfels, in der Mitte einen Kalksandstein und oben wieder ein Granitfels. Und dieser Kalksandstein ist fast weiß, oder wenn die Sonne da drauf scheint, sieht er aus wie weiß. Und die anderen beiden Schichten sind halt fast schwarz. Und das hat diesen Berg tierisch berühmt gemacht. Und das werden wir natürlich auch beim Kolorieren genauso umsetzen. Also wir waren tatsächlich ein bisschen unzufrieden, wie es vorher war. Dadurch, dass der Locklift dahinter jetzt einfach weggefallen ist, hatten wir in der Tiefe ein bisschen mehr Möglichkeit zu spielen, die Landschaft einfach auch ein bisschen in die Weite gehen zu lassen. So. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, einfach die Elemente, die Felix und ich in Argentinien gegipst haben, einfach nochmal rauszunehmen und komplett von Anfang an zu starten. So. Ja, nachdem wir uns einig waren, dass der Schattenbahnhof gebaut wird, hat Schuh nochmal ein neues Spantensystem, Spanten aufgestellt für uns. Lennart und ich haben die zusammen angezeichnet, schon mal so die groben Konturen irgendwie geguckt und wo muss wirklich was abgefangen werden, auch wegen des Gewichtes des Gipses.
Und ja, dann haben wir heute Morgen den Draht drauf getackert und jetzt sind schon 4 Eimer Gips drauf. Und wir schmeißen den Gips erstmal drauf, erstmal einen Eimer leer machen. Danach wird das alles so in eine grobe Form gedrückt. Wir versuchen die ersten Volumenkörper so zu kreieren. Und dann merkt man schon, der Gips wird ein bisschen hart. Wir nehmen nochmal einen Schwamm oder einen Pinsel und geben dem Ganzen schon mal so eine erste Struktur. Und morgen, wenn das dann alles hart ist, fangen wir an nochmal mit einem Stecheisen und einer kleinen Nadel Risse reinzuritzen und nochmal so einen letzten Feinschliff zu machen. So, hier gibt es ein kleines Update. Ich bin hier im Patagonien-Abschnitt. Lennart und ich haben ja die letzten Tage hier schon die Cuernos del Paine gegipst und fleißig geschnitzt und wie ihr seht auch schon angemalt. Es gibt noch 1, 2 kleine Stellen, da müssen wir noch mal nachkolorieren. Lennart wird noch mal ein bisschen trockenbürsten und danach werden wir euch zeigen, wie wir das Ganze noch beschneien. Ja, Felix hat ja eben schon ein bisschen erzählt, was wir hier so an Arbeitsschritten gemacht haben. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, dass wir tatsächlich die letzten 3 Wochen hier quasi ununterbrochen noch an den Cuernos del Paine zusammen gearbeitet haben. Also wirklich von morgens bis abends, damit wir das Ding hier noch fertig kriegen. Weil wir haben das ja alles nochmal neu gemacht. Und neu ist diesmal auch zum Beispiel der Schnee. Den haben wir mit einer neuen oder mit einer anderen Technik diesmal gemacht. Das hat so ein bisschen den Ursprung auf der Brücke damals genommen. Da hat Felix sich eine neue Technik überlegt oder ein neues Material. Und diesmal haben wir den eben nicht, wie wir das sonst machen würden, halt mit dem Leim und Pinsel aufgetragen und dann die Flächen quasi vordefiniert, sondern diesmal haben wir den Schnee halt wirklich fallen lassen von oben, ihr habt es gerade gesehen. Und dann später mit so einer Aufschwemmtechnik, also mit Isopropanol, Alkohol und Weißleim zusammen, den dann fixiert, da wo er einfach hingefallen ist. Und wir finden es super geil. Ich finde, das hat sich echt gelohnt, da nochmal was anderes auszuprobieren. Denn dadurch kriegen wir so eine ganz neue Detailtiefe nochmal rein, so eine Natürlichkeit. Und das ist echt geil geworden, das müsst ihr euch anschauen. Ja, Schnee ist und bleibt die hohe Modellbaukunst und ich finde es so toll, dass das Team immer wieder neue Ideen hat, wie man es so naturgetreu wie möglich machen kann. Kleiner Sprung, nicht ganz naturgetreu, nämlich Fantasie, ist das kleine Objekt hier. Das hat Theresa gebaut. Der Firestarter aus unserem 3. Teil Vermächtnis des Wunderlandes. Wir sind restlos begeistert. Wir haben gehört, dass mehrere 1000 Exemplare unter dem Weihnachtsbaum gelandet sind. Ganz viele Kinder schreiben uns schon wieder zurück, wie toll die Geschichte geworden ist. Ist auch kein Wunder, ist ja auch vom Autor von 3 Fragezeichen geschrieben worden. Ist eine Granate, wer noch ein Buch umtauschen muss, weil es nicht gefällt, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Aber eine Hauptrolle spielt dieser Firestarter. Und wie Theresa den gebaut hat, das zeigen wir euch jetzt. Ein cooles Wunderland-Update geht zu Ende. Das Jahr 2023 beginnt gerade erst.
Ein wahnsinnig spannendes Jahr wird es für uns. Wir wollen Patagonien eröffnen, ganz vielleicht Ende des Jahres Monaco. Ganz viele andere Stationen warten auf uns. Aber eine Sache, die passiert schon nächsten Sonntag. Gerrit und ich, unfassbar, waren bei RTL Jury für eine, ja, ich sag mal so, ja, Modellbau-Casting-Geschichte, so den besten Modellbauer zu suchen. Es waren unglaublich spektakuläre Teams dabei, die mussten grandiose Aufgaben lösen. Das Ganze sind 5 Folgen geworden. Es startet am Sonntag, 8. Januar auf RTL zur besten Familien-Primetime, ich glaube 14:20 Uhr oder so. Und das müsst ihr euch anschauen. Die erste Folge wird noch sehr viel erklärt. Da sieht man auch noch nicht, dass nicht alle Teams so richtig mithalten konnten mit diesen wirklich schwierigen Aufgaben. Aber ab Folge 2 und 3 und gar 4 wird das spektakulär. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr alle zuschaut und allen Freunden Bescheid sagt, damit es eine Megaquote gibt. Also, das war's für heute. Wir wünschen euch, wie gesagt, ein wunderbares 2023, auf das wir viele tolle Dinge zusammen erleben. Denn das Wunderland wird ganz, ganz, ganz tolle Sachen dieses Jahr machen. Macht's gut!